Hallo zusammen. Willkommen zurück bei Lea Talk. Hi Leute, wir freuen uns total, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Lea. Und ich bin Finn. In unserem Podcast helfen wir euch, echtes Alltagsdeutsch zu üben und zu sprechen. Bitte, wenn euch unsere Folgen gefallen, unterstützt uns mit einem Like und abonniert unseren Kanal. Ja, das hilft uns wirklich sehr. Vielen Dank. Heute sprechen wir über ein sehr häufiges Thema. Genau. Heute geht es um euren Arbeitstag. Wir erzählen von unseren Jobs und unseren täglichen Routinen. Also, lass uns anfangen. So, Finn, wie geht es dir heute? Mir geht's gut, Lea. Ein bisschen müde, aber gut. Wie geht's dir? Mir geht's super, danke. Du hast gesagt, du bist ein bisschen müde. Warum denn? Naja, ich bin heute früh aufgewacht. Meine Katze hat beschlossen, um 5 Uhr morgens ein Konzert zu geben. Oh nein, deine Katze singt? Also, sie miaut sehr laut. Es war ein Privatkonzert, nur für mich. Das ist ja witzig. Mein Hund schläft einfach nur. Er liebt schlafen. Du hast Glück. Also, was hast du am Wochenende gemacht? Irgendetwas Schönes? Ja, ich bin im Tiergarten spazieren gegangen. Das Wetter war wunderschön. Und ich habe ein sehr gutes Buch gelesen. Das klingt schön und ruhig. Mein Wochenende war das Gegenteil. Ich habe meine Familie besucht. Es war laut, aber sehr lustig. Ich liebe es, auch Familie zu besuchen. Naja, ich bin froh, dass du jetzt hier bist, auch wenn du ein bisschen müde bist. Ich auch. Ich bin bereit, über Arbeit zu sprechen. Okay, perfekt. Also, lass uns über unsere Arbeitstage reden. Finn, was machst du beruflich? Was ist dein Job? Ich arbeite in einem Büro. Mein Job ist, lass mich überlegen, ich arbeite mit Computern. Ich bin Kundenbetreuer. Kundenbetreuer. Das klingt interessant. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, ich helfe Leuten, die das Produkt unserer Firma benutzen. Wenn sie ein Problem haben, rufen sie mich an oder schicken mir eine E-Mail und ich versuche ihnen zu helfen. Ach so, du sprichst also jeden Tag mit vielen verschiedenen Menschen. Ja, genau. Jeder Tag ist ein bisschen anders, weil jede Person ein anderes Problem hat. Manchmal sind die Probleme einfach, manchmal nicht so einfach. Ich verstehe. Du hast also einen Bürojob. Einen Bürojob? Was bedeutet das? Das bedeutet, du sitzt an einem Schreibtisch für deine Arbeit. Du arbeitest in einem Büro. Ah, ja. Ich habe einen sehr typischen Bürojob. Ich sitze an meinem Schreibtisch von 9 bis 5. 9 bis 5? Das ist eine bekannte Phrase. Ja, das bedeutet von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags. Das sind meine Arbeitszeiten. Und was ist mit dir? Du bist Lehrerin, richtig? Richtig, ich bin Deutschlehrerin, aber meine Arbeitszeiten sind anders. Mein Unterricht fängt um 8:30 morgens an. Oh, das ist früh. Stehst du gerne früh auf? Ehrlich gesagt, ja. Ich bin ein Morgenmensch. Ich liebe die ruhige Morgenzeit. Ich stehe normalerweise um 6 Uhr auf. 6 Uhr? Wow. Ich bin kein Morgenmensch. Ich stehe um 7:30 auf und ich brauche 2 Tassen Kaffee, um in den Tag zu starten. Ich bin wie ein Roboter vor dem Kaffee. Ich verstehe. Ich trinke morgens Tee. Also, erzähl mir von deinem typischen Tag. Was machst du zuerst, wenn du im Büro ankommst? Okay, also zuerst gehe ich zu meinem Schreibtisch. Ich sage Guten Morgen zu meinen Kollegen. Kollegen, das ist ein gutes Wort. Ja, Kollegen sind die Leute, mit denen du arbeitest. Meine Kollegin Sarah sitzt neben mir. Wir reden immer ein paar Minuten am Morgen. Das ist schön. Es ist gut, Freunde bei der Arbeit zu haben. Auf jeden Fall. Dann schalte ich meinen Computer ein. Es ist ein alter Computer, also dauert es lange, bis er startet. Ich nutze diese Zeit, um mein Notizbuch zu checken. Du hast ein Notizbuch? Ja, ein Papiernotizbuch. Ich schreibe meine Aufgaben für den Tag dort rein. Alte Schule, ich weiß. Nachdem mein Computer bereit ist, checke ich meine E-Mails. Ich habe immer sehr, sehr viele E-Mails. Wie viele E-Mails denn? Manchmal 20 oder 30 neue E-Mails jeden Morgen. Das ist eine Menge. Oh je, das ist wirklich viel. Was machst du mit all diesen E-Mails? Ich lese sie schnell durch. Einige sind von meinem Chef, einige sind von Kollegen, viele sind von Kunden mit Problemen.
Ich beantworte zuerst die einfachen. Das scheint ein gutes System zu sein. Hast du ein morgendliches Meeting? Ja, um 10 Uhr haben wir ein kurzes Meeting mit unserem Team. Wie ist so ein Team-Meeting? Unser Teamleiter David spricht über den Tag. Er erzählt uns von neuen Informationen. Manchmal besprechen wir schwierige Probleme vom Vortag. Die Meetings dauern normalerweise 15 Minuten, kurz und einfach. Das ist gut. Meine Lehrermeetings sind manchmal 1 Stunde lang. Das ist sehr lang. 1 Stunde? Oh nein. Nach meinem Meeting fange ich mit den Kundenanrufen an. Das Telefon fängt an zu klingeln und meine richtige Arbeit beginnt. Sind die Kunden normalerweise nett? Die meisten sind sehr nett. Sie sind froh, Hilfe zu bekommen. Aber manchmal sind Leute wütend. Sie schreien. Das ist der schwierige Teil meines Jobs. Was machst du, wenn ein Kunde wütend ist? Ich höre zu. Ich lasse sie reden. Ich sage, ich verstehe. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Es ist wichtig, ruhig und freundlich zu bleiben. Das muss schwer sein. Du bist sehr geduldig. Ich versuche es. Nach ein paar Anrufen ist es normalerweise Zeit für eine Kaffeepause. Ich hole mir immer einen Kaffee mit meinem Freund Tom aus einer anderen Abteilung. Worüber redet ihr, Tom und du? Oh, wir reden über alles. Über Serien, über unsere Wochenendpläne, manchmal über Arbeitsprobleme. Es ist eine schöne Pause. Ich habe eine kurze Pause um 10:30. Normalerweise esse ich einen Snack und schaue aufs Handy. Welchen Snack magst du? Ich esse oft einen Apfel oder ein paar Kekse. Manchmal bringen die anderen Kollegen Kuchen mit. Das ist ein guter Tag. Ich liebe Kuchen bei der Arbeit. Ich auch. Also, nach meiner Kaffeepause gehe ich zurück zu meinem Schreibtisch. Ich habe mehr E-Mails und mehr Anrufe. Vor dem Mittagessen muss ich einen Bericht schreiben. Berichte? Was ist das? Berichte sind Dokumente. Ich schreibe über die Probleme, die ich am Morgen gelöst habe. Ich schreibe, wie viele Anrufe ich beantwortet habe. Mein Chef möchte die Zahlen sehen. Verstehe. Also du arbeitest an deinem Schreibtisch bis zur Mittagszeit? Genau. Ich habe normalerweise Mittagspause gegen 12:30. Wo isst du zu Mittag? Manchmal esse ich in der Kantine mit meinen Kollegen. Das Essen ist okay dort. Manchmal bringe ich mein Mittagessen von zu Hause mit und esse an meinem Schreibtisch, während ich ein Video auf meinem Handy schaue. Ist es gesund, am Schreibtisch zu essen? Wahrscheinlich nicht, aber es ist ruhig. Was ist mit dir? Wann hast du Mittagspause? Meine Mittagspause ist um 12 Uhr. Ich esse im Lehrerzimmer. Ich bringe mein Mittagessen immer von zu Hause mit. Es ist billiger und gesünder. Was hattest du heute zum Mittagessen? Heute hatte ich einen Salat mit Hähnchen. Es war gut. Was hattest du heute? Ich hatte ein Brötchen mit Wurst und einen Apfel. Es war okay, aber ein bisschen langweilig. Ich muss lernen, interessanteres Essen zu kochen. Also, was machst du nach dem Mittagessen? Fühlst du dich müde? Oh ja, ich fühle mich nach dem Mittagessen immer müde. Wir nennen das Nachmittagstief. Also fange ich den Nachmittag mit mehr Kaffee an. Du trinkst viel Kaffee. Ich weiß, es ist ein Problem, aber es hilft. Am Nachmittag habe ich oft Videoanrufe mit Kunden. Mit wem? Mit Kunden. Kunden sind die Leute, die Dinge von unserer Firma kaufen. Manchmal sind ihre Probleme komplizierter, also brauchen wir einen Videoanruf, um unsere Bildschirme zu teilen. Ist das schwierig? Manchmal. Ich muss sehr klar sprechen und genau zuhören, aber es ist interessant. Ich mag es, die Leute zu sehen, mit denen ich spreche. Meine Nachmittage sind voll mit Schülern. Sie stellen viele gute Fragen, aber manchmal sind sie schläfrig nach dem Mittagessen. Wie machst du deinen Unterricht am Nachmittag interessant? Ich versuche Spiele oder Videos zu benutzen. Ich bitte sie aufzustehen und sich zu bewegen. Manchmal hilft das mit der Energie. Das ist eine gute Idee. Vielleicht sollte ich meine Kunden bitten, ein Spiel zu spielen. Das wäre lustig. Wann beendest du die Arbeit? Mein letzter Unterricht endet um 3:30. Dann muss ich für den nächsten Tag vorbereiten. Ich schreibe an die Tafel, ich kopiere Papiere, ich kontrolliere Hausaufgaben. Ich verlasse die Schule normalerweise gegen 4:45.
Das ist eine schöne Zeit zum Aufhören. Ich beende um 5 Uhr, aber manchmal arbeite ich ein bisschen länger, wenn ich viel Arbeit habe. Oh, das ist ein langer Tag. Kann sein, aber normalerweise mache ich um 5 Uhr meinen Computer aus. Ich sage Tschüss, bis morgen zu meinen Kollegen und dann gehe ich nach Hause. Und dann hast du deinen Arbeitsweg. Meinen Arbeitsweg. Du erinnerst dich an das Wort? Natürlich. Der Arbeitsweg ist die Fahrt zwischen deinem Zuhause und deiner Arbeit. Wie lang ist dein Arbeitsweg? Mein Arbeitsweg ist ungefähr 30 Minuten mit dem Bus. Ich mag es nicht, wenn der Bus voller Leute ist, aber wenn ich einen Sitzplatz bekomme, ist es okay. Was machst du im Bus? Ich höre normalerweise Musik. Manchmal höre ich ein Hörbuch oder ich schaue einfach aus dem Fenster und denke über meinen Tag nach. Das klingt friedlich. Mein Arbeitsweg ist kürzer. Ich gehe zu Fuß zur Schule. Es dauert ungefähr 15 Minuten. Ich mag es. Es ist meine Bewegung für den Tag. Zu Fuß gehen ist schön. Ich sollte mehr laufen. Also, wenn du nach Hause kommst, was ist das Erste, was du machst? Das Erste: Ich ziehe meine Schuhe und meine Arbeitskleidung aus. Ich ziehe bequeme Kleidung an. Dann entspanne ich mich ein paar Minuten auf dem Sofa. Ich bin sehr müde nach der Arbeit und dem Bus. Ich auch. Ich mache oft eine Tasse Tee und setze mich für 5 Minuten Ruhe hin. Kochst du Abendessen, wenn du nach Hause kommst? Ja, ich koche normalerweise ein einfaches Abendessen. Pasta oder Reis mit Gemüse, etwas Schnelles. Manchmal, ich sehr müde bin, bestelle ich Essen. Vielleicht Schnitzel. Ich verstehe. Ich bestelle auch oft Essen. Vielleicht 2-mal die Woche. Kochen ist viel Arbeit nach einem langen Tag. Das ist es wirklich. Also, Lea, magst du deinen Job? Das ist eine große Frage. Ja, ich mag ihn. Er ist manchmal anstrengend oder stressig, aber meine Kollegen sind nett und die Arbeit ist interessant. Ich mag es, Leuten zu helfen, ihre Probleme zu lösen. Was ist mit dir? Magst du das Unterrichten? Ich liebe es. Es ist ermüdend und manchmal sind die Schüler schwierig, aber es ist auch sehr erfüllend. Erfüllend? Was bedeutet das? Das bedeutet, es gibt mir ein gutes Gefühl. Es fühlt sich wichtig und wertvoll an, wenn ein Schüler sagt, Danke, Lehrer, ich verstehe es jetzt. Das ist das beste Gefühl. Das ist ein tolles Gefühl. Ich fühle dasselbe manchmal, wenn ein Kunde sehr glücklich ist und mir für meine Hilfe dankt. Genau. Jeder Job hat gute Teile und schlechte Teile. Zum Beispiel ein schlechter Teil für mich ist, wenn mein Computer langsam ist. Es ist so frustrierend. Ich klicke und ich warte. Ich klicke und ich warte. Ich kenne dieses Gefühl. Oder wenn das Internet in der Schule langsam ist. Ich will ein Video zeigen und es stoppt alle 2 Sekunden. Die Schüler werden sehr ungeduldig. Technologie ist toll, wenn sie funktioniert. So wahr. Was ist der beste Teil deines Arbeitstages? Der beste Teil? Ich glaube, es ist die Mittagszeit. Ich genieße es, mit meinen Freunden bei der Arbeit zu reden und zu lachen. Es fühlt sich dann nicht wie Arbeit an. Außerdem mag ich das Gefühl um 5 Uhr, wenn ich alles beendet habe. Das ist schön. Für mich ist der beste Teil, wenn ein Schüler ein schwieriges Thema versteht oder wenn wir eine lustige Aktivität haben und alle lachen und lernen. Das kann ich mir vorstellen. Okay, was ist der schwierigste Teil deines Tages? Der schwierigste Teil ist, wenn Schüler nicht interessiert sind. Sie schauen aus dem Fenster oder reden mit ihren Freunden. Es ist schwer, sie zu unterrichten und es macht mich ein bisschen traurig. Ich verstehe. Für mich ist der schwierigste Teil ein großes Problem mit einem Kunden, das ich nicht schnell lösen kann, oder wenn 3 Telefone gleichzeitig klingeln. Das kann sehr stressig sein. Aber du findest immer eine Lösung, oder? Ich versuche es. Wir versuchen es immer. Manchmal muss ich meinen Chef um Hilfe bitten und das ist okay. Es ist gut, in einem Team zu arbeiten. Ja, da stimme ich zu. Ich frage oft andere Lehrer um Rat. Es ist sehr hilfreich. Okay, lass uns über das Wochenende sprechen. Denkst du am Wochenende über Arbeit nach? Ich versuche es nicht zu tun, aber manchmal muss ich Unterricht für die nächste Woche vorbereiten. Vielleicht für 2 oder 3 Stunden am Sonntag. Was ist mit dir? Nein, tue ich nicht.
Am Freitag mache ich meinen Computer aus und ich vergesse die Arbeit bis Montagmorgen. Für mich ist das Wochenende für Ruhe und Spaß. Das ist eine sehr gesunde Gewohnheit. Ich sollte von dir lernen. Denke ich auch. Arbeit ist wichtig, aber Freizeit ist auch wichtig. Wir müssen uns ausruhen. Ich stimme vollkommen zu. Weißt du, Lea, wir haben heute viele nützliche Wörter benutzt, als wir über unsere Jobs geredet haben. Das haben wir. Es könnte hilfreich sein, einige von ihnen nochmal durchzugehen. Weißt du, um allen zu helfen, sich zu erinnern. Eine kleine Vokabelwiederholung. Ich mag diese Idee. Sollen wir mit einem der ersten Wörter anfangen, die ich gesagt habe? Wie wäre es mit Kollegen? Oh, das ist ein perfektes Wort zum Anfang. Kollegen. Also, was bedeutet es, Finn? Naja, Kollegen sind die Leute, mit denen du arbeitest. Sie sind nicht deine Freunde von außerhalb, sondern die Leute in deinem Büro oder deiner Schule, die einen ähnlichen Job machen. Richtig. Zum Beispiel, die anderen Lehrer an meiner Schule sind meine Kollegen. Und Sarah, die neben dir sitzt, ist deine Kollegin. Genau. Also kannst du sagen, ich gehe mit meinen Kollegen zum Mittagessen oder ich muss meine Kollegin etwas fragen. Es ist ein viel besseres Wort als nur Leute von der Arbeit. Es klingt professioneller. Okay, nächstes Wort. Du hast dieses erwähnt, Lea. Arbeitsweg. Ah ja, der Arbeitsweg. Das ist ein sehr wichtiges Wort für jeden, der einen Job hat. Der Arbeitsweg ist die Fahrt zwischen deinem Zuhause und deinem Arbeitsplatz. Also es ist nicht die Arbeit selbst, es ist das Reisen zur Arbeit und von der Arbeit. Mein Arbeitsweg ist 30 Minuten mit dem Bus. Und mein Arbeitsweg ist ein 15-minütiger Spaziergang. Ein Arbeitsweg kann lang oder kurz sein. Er kann mit dem Auto, mit der S-Bahn, mit dem Bus oder zu Fuß sein. Leute sagen oft, ich habe einen langen Arbeitsweg, was bedeutet, dass sie viel Zeit mit dem Reisen zur Arbeit verbringen. Das kann ermüdend sein. Definitiv. Okay, ich bin dran mit einem Wort. Lass uns über Zeitplan sprechen. Zeitplan. Oh ja, wir haben über unseren täglichen Zeitplan gesprochen. Was bedeutet Zeitplan? Dein Zeitplan ist dein Plan für deinen Tag oder deine Woche. Er sagt dir, was du machst und wann du es machst. Also ist mein Kalender am Computer mein Zeitplan. Er sagt Meeting um 10 Uhr und Mittagessen um 12:30. Ja. Und mein Unterrichtsplan zeigt meine Klassen 8:30 Uhr, 10 Uhr und so weiter. Du kannst es auch als Verb benutzen. Du kannst sagen, ich habe ein Meeting für 14 Uhr geplant. Das ist hilfreich. Also, wenn jemand fragt, wie sieht dein Zeitplan heute aus, will er deinen Plan für den Tag wissen. Perfekt. Jetzt ein Wort, das du gesagt hast, das sehr wichtig für Büroarbeit ist. Bericht. Berichte. Ich liebe sie nicht, aber sie sind wichtig. Ein Bericht ist ein formelles Dokument, das Informationen über etwas gibt. Kannst du ein Beispiel geben? Natürlich. Am Ende des Tages schreibe ich einen kurzen Bericht. Ich schreibe, wie viele Anrufe ich beantwortet habe und was die häufigsten Probleme waren. Mein Chef liest den Bericht, um unsere Arbeit zu verstehen. Also ist es eine Zusammenfassung von Informationen. Schüler schreiben Buchberichte. Wissenschaftler schreiben Forschungsberichte. Es ist ein sehr häufiges Wort. Das ist es. Okay, lass uns an ein anderes denken. Wie wäre es mit Frist? Ich habe es vorher nicht gesagt, aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Wort bei der Arbeit. Oh, Frist. Ja, das ist ein wichtiges Wort. Was ist eine Frist, Finn? Eine Frist ist der letzte Tag oder die letzte Zeit, wann du etwas beenden musst. Es ist das späteste mögliche Datum. Zum Beispiel, wenn mein Chef sagt, die Frist für den Bericht ist nächsten Freitag, bedeutet das, ich muss den Bericht bis Freitag fertig haben. Ja, und du kannst nicht zu spät sein. Wenn du zu spät bist, verpasst du die Frist. Und das ist nicht gut. Nein, das ist es nicht. Also hörst du oft Leute sagen, ich bin beschäftigt, weil ich eine Frist habe oder ich arbeite hart, um die Frist einzuhalten. Eine Frist einzuhalten bedeutet, die Arbeit pünktlich zu beenden. Das ist eine sehr häufige Phrase. Lass uns noch ein Wort machen.
Wie wäre es mit Vollzeit? Vollzeit. Das ist ein gutes Wort, wenn man über Jobs spricht. Ein Vollzeitjob ist ein Job, bei dem du viele Stunden pro Woche arbeitest. Normalerweise ungefähr 35 bis 40 Stunden pro Woche. Wie dein Job von 9 bis 5 oder mein Job als Lehrerin. Das sind Vollzeitjobs. Und das Gegenteil ist ein Teilzeitjob, bei dem du weniger Stunden arbeitest, vielleicht nur 15 oder 20 Stunden pro Woche. Viele Studenten haben Teilzeitjobs. Also kannst du sagen, ich arbeite Vollzeit oder ich habe einen Teilzeitjob in einem Café. Genau. Also, um zusammenzufassen. Wir haben über Kollegen, Arbeitsweg, Zeitplan, Bericht, Frist und Vollzeit gesprochen. Das ist eine sehr gute Liste von Wörtern, um über Arbeit zu sprechen. Ich hoffe, das war hilfreich für alle, sie nochmal zu hören. Ich auch. Es war auch für mich hilfreich. Jetzt weiß ich, wie ich meinen Job besser erklären kann. Deutsch lernen dreht sich alles um Wiederholen und Üben. Okay, Finn, wir haben jetzt schon ziemlich lange geredet. Ich glaube, wir haben viel über unser Leben geteilt. Das haben wir wirklich. Es war eine tolle Unterhaltung. Aber jetzt ist es wahrscheinlich Zeit, zusammenzufassen, worüber wir gesprochen haben, für unsere Zuhörer. Absolut. Also unser Hauptthema heute war, über deinen täglichen Arbeitstag zu sprechen. Wir wollten allen zeigen, wie man seine tägliche Routine bei der Arbeit mit einfachem und klarem Deutsch beschreibt. Richtig. Wir haben damit angefangen, über unsere Jobs zu sprechen. Ich sagte, ich bin Kundenbetreuer, was bedeutet, dass ich Kunden mit ihren Problemen am Telefon und per E-Mail helfe. Und ich habe alle daran erinnert, dass ich Deutschlehrerin bin. Wir haben über unsere verschiedenen Anfangszeiten gesprochen. Du fängst um 9 Uhr an und ich fange meinen Unterricht um 8:30 Uhr an. Wir haben auch diese tolle Phrase benutzt. Einen Bürojob. Für Leute wie mich, die hauptsächlich am Computer in einem Büro arbeiten. Dann sind wir durch einen typischen Tag Schritt für Schritt gegangen. Wir haben viele nützliche Zeitwörter benutzt. Erinnerst du dich, Finn? Ja. Wir haben über den Morgen gesprochen. Zuerst, wenn wir zur Arbeit kommen. Dann hatten wir unser Morgenmeeting oder Teammeeting um 10 Uhr. Und dann haben wir beide eine Kaffeepause oder eine kurze Pause, bevor wir unsere Arbeit fortsetzen. Dann natürlich die Mittagszeit oder Mittagspause. Für mich ist das gegen 12:30 und für dich ist es um 12. Nach dem Mittagessen gehen wir in den Nachmittag. Wir haben beide zugestimmt, dass wir uns manchmal ein bisschen müde fühlen dann. Das Nachmittagstief. Und schließlich haben wir über das Ende der Arbeit gesprochen. Du verlässt die Schule gegen 3:45 und ich beende die Arbeit oder mache meinen Computer aus um 5 Uhr. Und wir können das sehr wichtige Wort nicht vergessen, das wir besprochen haben. Der Arbeitsweg. Das ist die Fahrt nach Hause, richtig? Mein Arbeitsweg ist mit dem Bus und deiner ist zu Fuß. Wir haben auch einige wirklich wichtige Vokabeln behandelt, die wir bei der Arbeit benutzen. Wir haben einen ganzen Abschnitt darüber gemacht. Wir haben über Kollegen gesprochen, das sind die Leute, mit denen wir arbeiten, und Zeitplan, was unser Plan für den Tag ist. Berichte, das sind die Dokumente, die wir schreiben, und ein sehr wichtiges Wort, Frist, was die letzte Zeit ist, zu der du etwas beenden musst. Und schließlich haben wir unsere Jobs als Vollzeitjobs beschrieben. Ich glaube, wenn du all diese Wörter benutzen kannst, kannst du deinen eigenen Arbeitstag sehr gut beschreiben. Das glaube ich auch. Das Ziel ist, dir zu helfen, dich sicher zu fühlen, über dein eigenes Leben auf Deutsch zu sprechen. Und jetzt bist du dran zu üben. Es ist Zeit für den besten Teil der Folge, die Frage des Tages. Wir lieben es, eure Antworten in den Kommentaren zu lesen. Es hilft euch, das Schreiben zu üben und es hilft unserer Community zu wachsen. Also die heutige Frage dreht sich alles um dich und deine Arbeit. Aber wir wissen, dass nicht jeder einen Job hat. Deshalb haben wir 2 Fragen für euch. Richtig. Also, unsere erste Frage ist, was ist dein Job? Beschreibe eine Sache, die du jeden Tag bei der Arbeit machst. Und wenn du ein Student bist oder gerade keinen Job hast, ist deine Frage, was ist dein Traumjob? Warum magst du diesen Job? Also zum Beispiel, wenn du Koch bist, kannst du schreiben, ich bin Koch. Ich koche jeden Tag Essen. Oder wenn dein Traumjob Arzt ist, kannst du schreiben, mein Traumjob ist Arzt. Ich mag es, Menschen zu helfen. Du kannst einen kurzen Satz oder einen langen Absatz schreiben.
Jede Übung ist gute Übung. Bitte versuche, eines der Wörter zu benutzen, die wir heute gelernt haben, wenn du kannst. Vielleicht kannst du das Wort Kollege oder Zeitplan benutzen, aber es ist okay, wenn nicht. Versuch einfach dein Bestes. Wir werden die Kommentare lesen und wir versuchen immer auf so viele wie möglich zu antworten. Wir lieben es, eure Antworten aus der ganzen Welt zu sehen. Es ist der aufregendste Teil unserer Woche. Also bitte, nimm dir einen Moment Zeit und schreib einen Kommentar. Sag Hallo und erzähl uns von deiner Arbeit oder deinen Träumen. Bevor wir gehen, möchten wir uns bei euch bedanken, dass ihr diese Zeit mit uns verbracht habt. Wir wissen, dass ihr beschäftigt seid und wir sind so glücklich, dass ihr euch entschieden habt, euer Deutsch mit uns heute zu üben. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst es uns bitte wissen, indem ihr ein Like gebt. Es hilft uns wirklich. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, klickt bitte den Abonnieren-Button. So verpasst ihr unsere nächste Unterhaltung nicht. Also, von uns beiden hier bei Lea Talk. Übt weiter und habt keine Angst, Fehler zu machen. So lernen wir. Habt einen wundervollen Tag, eine tolle Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Bis bald.